In dieser Aufbauanleitung kombinieren wir die weiße und schwarze Produktlinie von Gravitrax miteinander und zeigen, wie ihr mit 2 Starter-Sets eine große Kugelbahn baut. Gravitrax-Anfängern geben wir zudem hilfreiche Tipps für den Bahnbau mit, vor allem auch zu Gravitrax Pro. Alles, was ihr zum Nachbau dieser Bahn benötigt, sind die beiden Starter-Sets Base und Pro. Bevor wir loslegen, schauen wir uns kurz an, welche Vorteile es hat, beide Produktlinien zu kombinieren. Während das Starter-Set Base ideal für Gravitrax-Einsteiger ist, zeigen diese beiden Beispielbahnen aus der Anleitung, dass der Bahnbau mit Pro ein klein wenig komplexer ist. Wenn man die Bauteile der Pro-Linie mit ihren schwarzen Packungen aber erstmal kennenlernt, geht auch das Bauen hiermit leicht von der Hand. Habt ihr die ersten Schritte mit Pro gemeistert, dann könnt ihr aus beiden Sets unterschiedlich große Bahnen gestalten. Dazu habt ihr nahezu 260 Teile zur Verfügung. Wir zeigen hier 3 Beispielbahnen, die mit den beiden Starter-Sets Base und Pro gebaut wurden, in 3 verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Wir zeigen euch nun, wie ihr Schritt für Schritt die dritte und größte Beispielbahn nachbaut und geben dabei Tipps mit auf den Weg. Legt euch zunächst die benötigten Teile für den ersten Bauabschnitt zur Seite. So könnt ihr später kontrollieren, ob ihr alles verbaut habt. Unsere Bahn errichten wir auf 6 Bodenplatten. Dafür bedienen wir uns der Bauteile aus beiden Starter-Sets. Als erstes setzen wir die Höhensteine ein. Graue haben die Höhe 1, schwarze 0,5. Überprüft jetzt, ob die Anzahl der Höhensteine von euch korrekt erfasst wurde. Achtet beim Einbau auf die richtige Position. Die Bodenplatten sind mehrfarbig gestaltet, dies erleichtert das Abzählen der ausgestanzten Steckfelder. Als nächstes folgen 5 Säulen aus der Pro-Linie. Sie ersetzen jeweils 7 Höhensteine. Säulen sind typisch für die Pro-Linie. Mit ihnen gewinnen Bahnen besonders schnell an Höhe. Achtet darauf, an welcher Stelle wir offene oder geschlossene Säulen einbauen. Durch offene Säulen können Schienen gelegt werden. Prüft jetzt die Position der Höhensteine und Säulen. Pausiert dazu das Video bei Bedarf. Alles korrekt, dann machen wir direkt weiter. Jetzt folgen die Streckenbausteine und mit der Gaußkanone 2 enthaltene Actionsteine, die wir direkt mit je 2 Kugeln bestückt haben. Es folgt eine große Ebene, auf der wir weitere Höhensteine platzieren und damit einen erhöhten Streckenverlauf ermöglichen. Auch hier ergänzen wir weitere Streckenbausteine. Erneut lohnt sich ein Kontrollblick von oben. Gleicht die Position der Streckenbausteine mit eurer Bahn ab. Weiter geht's mit den Schienen, die es bei Gravitrax in unterschiedlichen Längen und Biegungen gibt. Zum Abschluss des ersten Bauabschnitts schauen wir uns das nochmals von oben an. Legt euch jetzt die benötigten Teile für den zweiten Bauabschnitt zur Seite. Wir bauen den ersten Doppelbalkon aus der Pro-Reihe ein. Mit Doppelbalkonen kann eine Strecke in der Höhe um eine Säule herum gebaut werden. Im Anschluss folgen eine Ebene und weitere Säulen. Die linke offene Säule nutzen wir hier wie eine geschlossene Säule. In diesem Fall dient sie also nur der Höhengewinnung. Wie man durch die rechte offene Säule hindurchbaut, sehen wir später. Wir ergänzen 3 graue und 2 schwarze Höhensteine. Im Anschluss bauen wir weitere Streckenbausteine ein. Jetzt folgt der nächste Doppelbalkon und die lange Pro-Wand, mit der die beiden Säulen verbunden werden. An dieser Wand befestigen wir nun 3 Balkone. Achtet darauf, welches Loch wir nutzen. Die normalen Balkone können im Gegensatz zu den Doppelbalkonen an Wänden befestigt werden und führen die Strecke entlang der Wände vorbei. Doppelbalkone befestigt man zwischen 2 Säulen oder mehreren Höhensteinen. So führen sie die Kugel dann an den entsprechenden Säulen oder Höhensteintürmen vorbei. Mit Balkonen, Wänden und Säulen spart ihr euch jede Menge Höhensteine ein und es entstehen richtig actionreiche und imposante Streckenverläufe in der Höhe. Wir ergänzen noch die Schienen des zweiten Bauabschnitts. Wir empfehlen erneut einen Abgleich eurer Bahn mit unserem Top Shot.
Legt euch jetzt die benötigten Teile für den dritten Bauabschnitt zur Seite. Wir drehen jetzt die Bahn, damit ihr besser sehen könnt, wie es auf der Rückseite weitergeht. Wir positionieren nun auf dem Doppelbalkon Höhensteine. Und ergänzen an der Prowand weitere Balkone. So wird die Wand für die Streckenführung zweifach genutzt, an der Vorder- und der Rückseite. Es folgen der Fänger und ein Kurvenstein. Auf diese Wandsäulenkonstruktion setzen wir nun eine transparente Ebene. Die Ebene bauen wir hier auf nur 2 Säulen ein, da sie kombiniert mit einer weiteren Säule stabil eingeklemmt ist und nicht nur aufgelegt. Auch hier ergänzen wir 2 Balkone, gefolgt von einer Kreuzung, die an den Fänger anschließt, einer Kurve an der Wand und auf dem Doppelbalkon. Als nächstes bauen wir weitere Schienen ein, zunächst durch die offene Säule. Ihr benötigt nur vor und hinter der Säulenöffnung je einen Streckenbaustein. Mit der Schiene verbindet ihr die beiden dann. Als nächstes machen wir auf der Ebene weiter und bauen dort weitere Höhensteine ein. Wir bleiben weiterhin auf der Ebene und ergänzen weitere Streckenbausteine und Schienen. Es ist wieder Zeit für einen Kontrollblick. Eure Bahn müsste jetzt so aussehen und alle Teile des dritten Bauabschnitts sind verwendet. Wir befinden uns auf der Zielgeraden und drehen unsere Bahn nochmals für den 4. und letzten Bauabschnitt. Zurück in die Vorderansicht und wir machen direkt mit der letzten langen Wand weiter. Auch hier ergänzen wir Balkone und positionieren darauf Streckenbausteine. Wir switchen erneut die Ansicht und setzen nun die letzte Säule und kurze Wand ein. Jetzt wird erneut alles mit Schienen verbunden. Es folgen weitere Höhensteine auf einem Doppelbalkon und einer Säule. Die Bahn ist fast fertig. Ergänzt nun noch die restlichen Teile und verbindet alles mit Schienen. Im Startstein ergänzen wir 3 der insgesamt 12 in den beiden Sets enthaltenen Kugeln. Jetzt solltet ihr keine Bauteile mehr übrig haben. Lasst uns gemeinsam die Bahn starten. Solltet ihr alle verbauten Teile gesammelt zur Ansicht benötigen, schaut in unsere Videobeschreibung. Ihr wollt noch mehr Aufbauanleitungen? Dann können wir euch dieses Video empfehlen. Oder ihr seid interessiert an den Gravitrax Basics? Dann geht's hier lang zu unserem Gravitrax 1x1.